wir haben das... ist halt die 100 Tage okay, aber es ist halt das, was diskutiert wird, ist halt nicht das, was die Probleme löst. Ja, also bei Bildung, glaube ich, kommen wir bestimmt noch dazu, aber kann ich Ihnen... Okay, gut, dann ist das eine Aufgabe, aber dafür gibt es ja auch die Sendung heute Abend hier. Ich glaube, nur da ist der Richtungswechsel auch am spürbarsten, wenn Sie jetzt sehen, wir haben diese jungen Lehrer angesprochen. Wir werden aller Voraussicht nach dieses Jahr zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt in Thüringen mehr Lehrer einstellen, als in Ruhestand gehen. Genau, nicht ganz so rosig, wie Sie das beschreiben. Für uns war schon mal überraschend, dass im Bildungsbereich für die 100 Tage Ergebnisse angekündigt worden sind, weil wir glauben, das funktioniert einfach nicht. Bildung ist ein langer Prozess, der viel Zeit und viel Abstimmung braucht. Und es gab das Versprechen, beispielsweise den Unterrichtsausfall auf unter 10% zu senken. Die aktuelle Erhebung zeigt, dass er bei 11% liegt. Also insofern, das mache ich Ihnen gar nicht zum Vorwurf, sondern das war eigentlich relativ klar, dass diese Entwicklung so ist. Alle drei Landtagsfraktionen, CDU, BSW, SPD, zusammen auch mal eine Bratwurst auf diese große Leistung gegessen haben. Wirklich, haben wir uns zusammen an den Grill gestellt. Hey Leute, willkommen in der Realität. Mario Vogt klopft sich wieder selbst auf die Schulter. Alles läuft super, sagt er. Neue Regierung, neue Energie, alles in Bewegung. Aber die Bürger sagen, wir warten immer noch. Kein Chemielehrer, kein Plan für den Klimaschutz, keine Antwort auf klare Fragen und statt Tacheles Schweigen. Das ist Politik auf Durchzug. In dieser Folge schauen wir ganz genau hin. Was sagt Vogt und was erleben die Menschen in Thüringen wirklich? Warum so viele enttäuscht sind und wieso es langsam reicht mit den leeren Versprechen? Wenn ihr auch findet, dass es Zeit ist für Ehrlichkeit und echte Lösung, dann bleibt unbedingt dran. Auf geht's! Stimmung im Volk. Wir haben natürlich die MDR fragt Community auch vor dieser Sendung wieder befragt. Und zwar, wie zufrieden sind Sie denn mit der bisherigen Arbeit der neuen Thüringer Landesregierung? Mehr als 5.200 Menschen haben mitgemacht. Eine beeindruckende Zahl. Vielen Dank dafür. Und das Ergebnis, das wollen wir Ihnen gerne mal einblenden. 100 Tage Thüringer Brombeere. 50% sind unzufrieden. Mario Vogt, Ministerpräsident von Thüringen. Wie erklären Sie sich, dass doch so viele sagen, so ganz gereicht hat mir das bislang noch nicht? Zuerst mal schönen guten Abend. Danke, dass wir die Gelegenheit haben, da heute drüber zu reden. Also das Ergebnis überrascht mich nicht. Heutzutage kriegen Sie doch nicht mehr einen Blumenstrauß oder Vorschusslorbeeren. Die Menschen haben von Politik über die letzten Jahre so viele Enttäuschungen erlebt. Und die erwarten, dass Ergebnisse kommen. Und daran bewerten sie es dann auch. Deswegen glaube ich, ist das was ganz Normales. Das ist Ungeduld, die habe ich auch. Aber wenn ich sehe, die Richtung stimmt, und das erlebe ich bei vielen Menschen, die mir das auch schildern, dass wir bei der Bildungspolitik einen Unterrichtsausfall ganz vorne anstellen und den bekämpfen, dass wir wieder Leistungen einbringen wollen, dass wir bei der Migrationspolitik einen Richtungswechsel vornehmen, dass wir bei der Wirtschaft schon die ersten Pflöcke eingeschlagen haben. Und das sind so die Wege. Und das Wichtigste, dass wir einen Haushalt beschlossen haben. Absolut. Über all das reden wir heute Abend natürlich. Sie selber haben ja schon eine Bilanz gezogen, die Opposition hat eine Bilanz gezogen. Wenig überraschend haben Linke und AfD nicht besonders viel Gutes erkennen können in diesen ersten 100 Tagen, die schon eine ganze Weile vorbei sind. Heute gucken wir noch mal auf den Start. Und Sie selber, Sie haben einen Rundbrief verschickt. Wir können den auch noch mal einblenden. Und im Internet haben Sie selber ja auch noch mal Bilanz gezogen. Was aufgefallen ist, es waren doch sehr viele, wie soll ich sagen, dynamische, aber doch eher schwammige Verben. Also ich habe gelesen, gestartet, wir haben was gemacht, das ist angelaufen, wir haben was angeschoben, wir haben was ausgeweitet. Das klingt, Herr Vogt, für Ihre Kritiker ehrlicherweise nach Ankündigung und wenig nach finaler Umsetzung. Inwiefern können Sie das nachvollziehen, dass diese Verben so sehr Stein des Anstoßes der Kritik waren? Ja gut, also wenn man an den Ergebnissen nichts kritisieren kann, kritisiert man die Wortwahl. Also was ich Ihnen sagen kann, wir haben zum Beispiel in der Migrationspolitik in den ersten 3 Monaten mehr gemacht als in den letzten 5 Jahren
Jahren. Also das Thema, dass Abschiebehaftplätze nach Thüringen kommen, dass wir eine zentrale Landesausländerbehörde schaffen, dass keine Ausländer, die keine Bleibeperspektive haben, nicht mehr auf die Kommunen verbracht werden. Ja. Das sind zentrale Versprechen gewesen, die haben in den ersten 100 Tagen stattgefunden. Ich habe im ersten Monat 600 angehenden jungen Lehrern in Thüringen einen Brief geschrieben und gesagt, bleibt hier, geht nicht nach Hessen, nach Niedersachsen und woanders hin. Und deswegen glaube ich, es muss realistisch sein. In den ersten 100 Tagen, Sie wissen selber, wie lange so ein Gesetz oder etwas anderes dauert, das wird nicht möglich sein. Ja, aber was möglich ist, Dinge schon umzusteuern, beim Vergaberecht zum Beispiel, wenn wir alles diskutieren. Ja. Ich glaube nur, das Entscheidende ist, die Menschen merken, dass es keinen Stillstand mehr gibt, sondern dass sich Dinge bewegen. Und das ist wichtig. Wir können ja die Probe aufs Exempel machen und einfach mal nachfragen. Wir haben natürlich viele Menschen heute hier im Studio, die mitdiskutieren wollen. Deswegen, Kathleen, würde ich vorschlagen, machen wir doch mal den Praxischeck. Wir machen den Praxischeck, den machen wir gleich mit Nikolaus Nitsch. Sie sind aus Erfurt zu uns gekommen, gehören auch zu unserer MDR-Frag-Community. Und wir haben Sie gefragt, wie zufrieden sind Sie mit der Thüringer Landesregierung? Und was haben Sie denn geschrieben? Ganz so lala, weil 100 Tage sind für eine Landesregierung, für eine Koalition, die es so noch nicht gab, sehr wenig. Muss ich erst finden, gibt man ein bisschen Zeit, okay. Aber das, was man von der Brombeere mitbekommt, ist noch vor der Koalition Diskussion um eine Friedensklausel in der Präambel, wo das Land überhaupt keine Entscheidungskompetenzen hat, was nicht auf Landespolitik ist. Und dann wird in Haushaltsstreit über Abschiebeplätze diskutiert, ob jetzt Thüringen welche hat oder Kapazitäten anderer Bundesländer nutzt. Das ändert halt einfach überhaupt nichts bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das löst keine Probleme, die wir haben, keine Infrastrukturprobleme, nichts bei der Bildung, nichts in der Gesundheitsvorsorge, nichts in der Infrastruktur, gar nichts. Ist denn Herr Vogt, ist denn der Nitsch jetzt etwas zu ungeduldig, frage ich jetzt mal so, oder hat ich finde, dass Herr Licht genau die richtigen Punkte anspricht. Es geht doch um die Alltagssorgen. Die Herrn Licht nerven, die Probleme, die nerven mich genauso. Jetzt können wir sicherlich über die einzelnen Punkte, wenn wir heute Abend in der Sendung noch mal reden, aber wenn Sie sich überlegen, nach der Landtagswahl haben viele geunkt, in Thüringen kommt es nicht zu einer Regierung. Wir haben das. Deshalb die 100 Tage okay, aber es ist halt das, was diskutiert wird, ist halt nicht das, was die Probleme löst. Ja, also bei Bildung, glaube ich, kommen wir bestimmt noch dazu, aber kann ich Ihnen. Okay, gut, dann ist das eine Aufgabe, aber dafür gibt es ja auch die Sendung heute Abend hier. Ich glaube, nur da ist der Richtungswechsel auch am spürbarsten, wenn Sie jetzt sehen, wir haben diese jungen Lehrer angesprochen, wir werden aller Voraussicht nach dieses Jahr zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt in Thüringen mehr Lehrer einstellen, als in Ruhestand gehen. Das bekämpft den Unterrichtsausfall. Das ist das Ziel, weil ich möchte, dass Lehrer vor der Klasse stehen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Oder bei der Schulordnung zum Beispiel, dass wir wieder auf Fördern und auf Fordern setzen, dass eben auch wieder Kopfnoten eingeführt werden, dass Versetzungsentscheidungen da sind, weil wir auch wollen, dass Leistung in der Schule bewertet wird. Und das sind Themen, die haben wir jetzt schon in den ersten 100 Tagen gemacht. Und das sind die Schritte, die es auch braucht. Aber Sie haben absolut recht. Es braucht eine langfristige Wirksamkeit, aber die Richtung muss umgesteuert werden. Sie loben jetzt so sehr die Bildung, Herr Vogt. Ja. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen abrunden. Frau Vitzthum ist da, Katrin Vitzthum von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ich habe das Gefühl, Sie sehen es nicht so rosig wie Herr Vogt. Genau, nicht ganz so rosig, wie Sie das beschreiben. Für uns war schon mal überraschend, dass im Bildungsbereich für die 100 Tage Ergebnisse angekündigt worden sind, weil wir glauben, das funktioniert einfach nicht. Bildung ist ein langer Prozess, der viel Zeit und viel Abstimmung braucht. Und es gab das Versprechen, beispielsweise den Unterrichtsausfall auf unter 10% zu senken. Die aktuelle Erhebung zeigt, dass er bei 11% liegt. Also insofern, das mache ich Ihnen gar nicht zum Vorwurf, sondern das war eigentlich relativ klar, dass diese Entwicklung so ist. Und auch Ihre Ankündigung, gerade eben in diesem Jahr es zu schaffen, so viele Lehrer einzustellen, wie in Ruhestand geht, die gucken wir uns am Ende des Jahres an. Weil wir wissen, dass in der Ausbildung immer noch genügend Menschen am Ende den Lehrerberuf nicht ergreifen, auch wenn sie quasi eine Übernahmegarantie gemacht haben. Also mein Problem sozusagen ist der Blick darauf, Sie haben viel versprochen, in dem Wissen, dass im Bildungsbereich eigentlich gar nicht so schnell was umgesetzt werden kann. Und ich glaube, das macht nochmal eine Enttäuschung auch bei den Lehrerinnen, aber auch bei den Eltern auf. Und das Thema Schulordnung, das ist ja schon angesprochen worden. Ich glaube, da haben Sie sich mehr Ärger eingebracht, als notwendig gewesen wäre, weil die Frage der Gestaltung von Gemeinschaftsschulen, das hätte man vorher mitdenken können, wenn man die Schulordnung ändert. Und die Debatte um die Vergabe von Kopfnoten und Versetzungsentscheidungen, da hätte ich mir gewünscht, dass wir eher auf wissenschaftliche Studien zurückgreifen, denn auf so ein altes Bild von Leistung muss sich lohnen. Naja,
Also ich bin da sehr dankbar. Sie wissen ja, dass wir sehr frühzeitig auch im bilateralen Gespräch und auch mit den Gewerkschaftskollegen gewesen sind. Ich bin auch sehr dankbar, dass heute der Thüringer Lehrerverband erklärt hat, dass sie eine positive Bilanz ziehen der ersten 100 Tage im Bildungsbereich, weil sie genau diese Punkte beschrieben haben, dass die Richtung stimmt. Und wenn wir jetzt mal drauf schauen, sie hat doch bestimmt die letzten 10 Jahre auch genervt, dass Thüringen Spitzenreiter ist beim Unterrichtsausfall in Deutschland. Sie hat doch bestimmt auch genervt, dass Thüringen Spitzenreiter ist bei den Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Und das gehen wir sehr konzentriert an. Aber ich sage Ihnen, das wird nur funktionieren, wenn wir dafür sorgen, dass mehr Lehrer vor der Klasse stehen, dass auch mehr Lehrer, die bisher nach Hessen, nach Niedersachsen abgewandert sind, weil sie als letztes das Angebot in Thüringen bekommen haben. Das haben wir sofort geändert. In den ersten 30 Tagen, die haben ein Angebot bekommen, du musst nicht weg, du kannst hier in der Heimat bleiben. Und die haben uns die Bude eingerannt. Deswegen werden wir dieses Jahr mehr Lehrer einstellen, als in Pension gehen. In dem Schuljahr werden 950 Lehrer in Pension gehen. Und ich bin mir sicher, wir werden mehr einstellen. Und bei dem Thema Schulordnung. Ich glaube, die Frage, dass wir unsere Kinder fürs Leben vorbereiten, ist eine Zentrale, die sich viele Thüringerinnen und Thüringer wünschen. 85% der Thüringerinnen und Thüringer sagen, sie wollen, dass Mitarbeit und Verhalten bewertet wird. Sie wollen, dass Versetzungsentscheidungen entstehen. Und sie wollen vor allen Dingen eins, sie wollen eine Schule, die aufs Leben vorbereitet und die tatsächlich auch dafür sorgt, dass Leistung bewertet wird. Aber da muss ich jetzt mal, Entschuldigung, gerade muss ich mal eine schlechte Kopfnote Ihnen ins Wort fallen. Der Lehrerverband sagte heute, er gibt Ihnen so die Schulnote 3 bis 4. Also da ist noch viel Luft nach oben, denke ich mal. Also der Lehrerverband hat heute erklärt, wir ziehen eine positive Bilanz. Ja. Jetzt ist es jetzt einfach nur ein Zitat. Mehr kann ich nicht tun, Frau Bernhard. Wir können ja vielleicht noch mal ein bisschen zurückholen auf die Sachebene. Frau Fützum hat das ja gerade angesprochen. Ich würde von Ihnen gerne mal wissen wollen, 600 Briefe sind verschickt worden, 200 haben, das ist das, was auch als Bilanz gezogen wurde, ja zugesagt, dass Sie das auch annehmen wollen, das Angebot. Jetzt frage ich Sie, werden die denn erfahrungsgemäß nach Erfurt, Jena, Gera, Weimar wollen oder gehen die da, wo wir sie brauchen, hin nach Rosa, Meiningen, Schmalkalden und Elrich? Ich glaube, das ist das Problem, was immer noch nicht gelöst ist. Natürlich gibt es faktisch die Möglichkeit, überall in Thüringen zu arbeiten, aber wir wissen, dass die LehramtsanwärterInnen sehr bevorzugt in den großen Städten unterrichten wollen, weil sie das Leben dort kennen und auch schätzen. Und in den vergangenen Jahren haben ja schon die Sonderzuschläge sozusagen wenig Erfolg gezeigt. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das in den nächsten Monaten ändern wird. Die Frage wird also sein, wie ehrlich sind die Schulämter, wenn es darum geht, die zukünftigen Lehrkräfte auch dahin zu schicken, wo wir sie wirklich brauchen. Ja. Und da sehe ich noch keine Antworten. Ja, aber da bin ich nicht so skeptisch wie Sie. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen einen positiveren Angang und aber auch ein klares Zielbild. Ich glaube, darin sind wir uns einig. Und ich nehme jetzt mal, wir haben ganz bewusst gesagt, wir schreiben nicht nur irgendwelche Briefe, sondern wir bieten auch tatsächlich Berufscoaches an für die Lehrer, die auch vermitteln an die unterschiedlichen Schulen. Und das erste Forum haben wir in Südthüringen gemacht. Und es war riesenvoll. Und viele wollen auch im Südthüringer Raum bleiben, weil sie in der Heimat bleiben wollen. Sie haben nur bisher immer keinen Weg gefunden, an die Schule zu kommen, die sie gerne möchten. Und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten, dass das passiert. Weil in der Tat, die Probleme haben wir nicht so sehr in Jena, Weimar oder Erfurt. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe eine E-Mail bekommen von einer Erfurter Schule. Die haben in einer Woche 140 Stunden Schulausfall. Wir haben teilweise Schulen in Thüringen, wo 20% des Unterrichts ausfällt. Das ist doch das Skandal. Das ist die stille Krise unseres Landes. Da frage ich aber und das ist mein Top-Thema. Genau das. Ne? Sie hatten ja, wir haben nochmal nachgelesen, die Schulstatistik Thüringen hat gezählt, in der letzten Novemberwoche war das, noch vor Ihrem Amtsantritt, da lag der Ausfall bei 11,1%. Sie haben gesagt, Sie wollen den Ausfall senken. Es ist aber bei 11%. Mein Mathe ist es nicht so aufregend, aber 0,1%, ja, ist weniger, aber das reicht doch nicht so richtig aus. Oder wie geht es denn weiter die nächsten 100 Tage? Ich lasse mich gerne im Jahresvergleich vergleichen. Und nochmal, ich finde, Politik muss Ergebnisse abliefern. Und Sie können uns gerne daran kritisieren, dass wir es nicht schaffen. Das finde ich, das ist redlich. Das muss das auch sein. Weil Politik redet mal schnell daher, aber am Ende lässt sie sich nicht an den Ergebnissen messen. Aber ich sage Ihnen eins, ich möchte nicht Letzter sein beim Unterrichtsausfall in ganz Deutschland. Ich möchte, dass wir da besser werden, dass Unterricht stattfindet. Und deswegen können Sie uns daran messen. Aber die Richtung stimmt, die Leute kommen an Bord. Und wenn das stattfindet, dann kommt ja noch mehr dazu. Wir haben die Studienplätze für duale Studien ausgeweitet. Wir haben Seiteneinsteigerprogramme initiiert. Wir sind hergegangen und haben gesagt, wir wollen eine bessere Vermittlung auch herstellen. All das ist ein Maßnahmenpaket, was funktionieren wird. Und ich glaube,
wenn Bildung funktioniert, dann haben unsere Kinder auch wieder eine positive Zukunftserwartung, weil was dahinter steht, ist doch, funktioniert unser Staat. Warum zahlen Leute Steuern? Die zahlen Steuern, das heißt, das Verricht sein. Versprochen, wir machen noch weiter. Wir haben irre viele Menschen, die auch Sachen fragen wollen. Und deswegen weil Sie so schön ja die Brücke selber eigentlich gebaut haben, die Schüler von heute sind die Arbeitnehmer von morgen. Und das Thema Wirtschaft war ja auch ein Riesenthema. Wir haben im 100-Tage-Programm gelesen, die Brombeere will die Wirtschaft entfesseln. Genau. Und da frage ich direkt mal bei jemandem nach, der sich gut auskennt. Sie vertreten die Thüringer Unternehmen, Herr Kreft. Sie sind Hauptgeschäftsführer des Verbands der Thüringer Wirtschaft. Ihre erste kurze Einschätzung, 100 Tage neue Regierung in Thüringen? Ja, die Unternehmen wollen natürlich vor allem ihren Geschäftsmodellen nachgehen. Die wissen, in welchen Märkten sie erfolgreich sein können. Und das wollen sie eben tun, ohne eine enge staatliche Regulierung. Ja, also entfesselte Wirtschaft zu haben. Und dort gibt es die ersten Maßnahmen, wo die neue Landesregierung sich auf den Weg gemacht hat, Thüringen an der Stelle wieder nach vorn zu bringen, weil bei solchen Indikatoren wie Wirtschaftswachstum, Investitionsquoten lagen wir auf hinteren Plätzen vor dem Regierungswechsel. Kann man sicherlich nicht nur der alten Landesregierung anlasten, aber jetzt ist ein Gemeinsinn zu spüren, auch von verschiedenen Ministerien, die dafür verantwortlich sind, nicht nur des Wirtschaftsministeriums, dort Regulierungen zurückzunehmen. Ja, die Verwaltungsvorschrift für das Vergabegesetz war da ein erster Schritt. Es gibt Formate zum Bürokratieabbau, sagen die einen, ich nenne es Überregulierung, wo man die Unternehmer entlasten will von Vorgaben, die die Unternehmen daran hindern, so zu investieren, wie sie das gerne möchten oder Projekte umzusetzen, wie sie das gerne möchten. Also ein verhaltener Optimismus oder so ein bisschen so Vorschusslorbeeren für die Regierung? Das ist schon, also wir vergeben da Vorschusslorbeeren, ja? Na klar. Wie sind Sie gefordert? Weil wir sehen, dass das Kabinett insgesamt sich da auf den Weg macht. Und trotzdem wollen wir an der Stelle vielleicht noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Vielen Dank, Herr Kreft, weil es ist natürlich auch Tatsache, dass wir im Moment sehr schwierige Rahmenbedingungen erleben. Große Zulieferer haben zuletzt Werke schon geschlossen bzw. werden das tun. Und natürlich ist das auch Teil dieser Startbilanz. Wie haben Sie darauf reagiert, auf das sich verändernde wirtschaftliche Umfeld? Ich sag mal, Sie als Ministerpräsident von Thüringen, wenn ich mir anschaue, US-Zollpolitik, da sind Ihnen doch eigentlich die Hände gebunden. Konnten Sie da nichts machen oder warum ist das, wie es ist? Das wäre spannend, wenn man als Thüringer Ministerpräsident die US-Zollpolitik von Trump korrigieren könnte, würde ich sofort machen. Es ist aber tatsächlich Gift für gerade auch die Thüringer Wirtschaft, wenn Sie sich überlegen. Ich weiß, wo Sie wollen jetzt ein bisschen abbiegen. Nee, das verstehe ich schon. Nein, aber Sie will ich noch gerade erklären. Ich glaube, es ist fair, dass man weiß, jeder da, wo er hingestellt ist, muss das Bestmögliche tun. Das, was wir haben, das wirtschaftliche Umfeld ist massiv und hart. Aber wir wollen die wirtschaftsfreundlichste Landesregierung sein. Das sage ich Ihnen in aller Offenheit. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder brummt, dass wir Arbeitsplätze haben, dann werden viele der Versprechen, die immer wieder gegeben werden, gar nicht erfüllbar sein. So, und ich glaube, das beginnt bei der Frage, ist gerade angesprochen worden, Vergabeordnung. Wir haben die modernste Vergabeordnung in den ersten 3 Monaten geschafft. Das heißt, hohe Wertgrenzen geschaffen, wo die Kommunen freihändig vergeben können, wo sie mehr Freiraum haben. Damit kann man in Thüringen jedes Jahr ungefähr 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro an Aufträgen auslösen. Für Handwerksbetriebe, für mittelständische Unternehmen. Das Zweite ist, Bürokratie rückzubauen, ja, Überregulierung zu begrenzen. Weil die Attraktivität von unserem Wirtschaftsstandort, die sinkt massiv, wenn wir Bürokratiemeister sind. Das ist Thüringen momentan. In 10 Jahren haben wir die höchsten Bürokratiestand in ganz Deutschland. Und wissen Sie, was mich am meisten bewegt? Und das ist Antrieb, jeden Morgen aufzustehen für mich. Ich habe in den ersten 14 Tagen 2 Anrufe von großen Automobilzulieferern bekommen, die mir angekündigt haben, einmal 58 und einmal 164 Mitarbeiter freisetzen zu müssen. Wenn Sie diesen Anruf kriegen, da schwillt mir erstens der Kamm, 1 Stunde, bevor Sie die Belegschaft informieren, wo man keine Chance mehr hat, überhaupt noch mal zu reagieren, Dinge anzugehen. Und das Zweite, es zeigt mir aber, dass, wenn wir nicht alles dafür tun, die Wirtschaft in Thüringen in Gang zu kriegen, dann werden wir viele der Dinge, die unseren Lebensstandard ausmachen, nicht halten können. Und jetzt bleiben wir noch bei USA. USA ist unser größter Außenhandelspartner. So, und deswegen, ich tue auf Bundesebene und auf europäischer Ebene alles dafür, und da bin ich sehr
engagiert unterwegs, auch in den letzten 4 Wochen nur in Berlin gewesen, um diese Punkte umzudrehen, weil uns trifft das am härtesten und wir müssen gemeinsam dagegen vorgehen. Ich will das nur einmal an einer Stelle noch vertiefen, weil natürlich für viele Mittelständler hier in Thüringen, und Thüringen ist extrem mittelständisch geprägt, das wissen wir alle, ist natürlich das größte Problem die Liquidität. Sie haben das Vergabegesetz gelockert, das verstehe ich, das spült aber natürlich nicht sofort Geld in die Kassen und das erhöht auch nicht sofort den Cashflow. Aber die Insolvenzgefahr, die natürlich damit verbunden ist, dass die Liquidität eben nicht da ist ein großes Problem. Und da ist in diesen 100 Tagen nichts passiert. Nein, das stimmt nicht. Was haben Sie da konkret gemacht? Was habe ich verpasst? Einen 14 Milliarden Euro Haushalt beschlossen. Das ist das größte Sicherheitspaket, was der Mittelstand, das Handwerk, die Kommunen und die sozialen Einrichtungen in Thüringen bekommen können. 90% davon sind deckungsgleich mit dem, was davor passiert ist. Also das ist kein neuer Haushalt. Mit Verlaub, in Sachsen, in Brandenburg, im Bund gibt es keinen Haushalt. Es gibt keine Sicherheit. Eine Landrätin weiß, wie viel sie jetzt investieren kann. Bei der Polizei weiß ich, wie viele Stellen ich einstellen kann. Bei den Lehrern weiß ich, vorher gab es eine Einstellung. Das ist nicht der Mittelstand, das ist nicht der Mittelstand, Herr Vogt. Doch, natürlich. Die Förderprogramme, die dahinter stehen, sind doch alles Mittelstandsprogramme. Wenn die Unternehmen von Herrn Kreft zum Beispiel sagen, ich möchte ein Investitionsprogramm starten, ich möchte etwas aufbauen, dann sind das Gelder, die aus Thüringen kommen. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ist, ich habe auf Bundesebene mich hart dafür eingesetzt, dass wir 3 Jahre in Folge jetzt 30% Abschreibung bekommen werden. Das ist der größte Investitionsbooster, den es in Deutschland bisher gegeben hat. Das ist eine Idee, die aus Thüringen entstanden ist. Und daran sehen Sie, das sind die Dinge, die konkret unsere Wirtschaft verbessern. Und ich glaube, wir sollten an der Stelle mit Verlaub realistische Bilder zeichnen, nicht den Leuten weismachen, dass man mit dem Fingerschnippen alles machen kann, aber dass ein Haushalt in Thüringen beschlossen worden ist, ist, glaube ich, ein riesengroßer Meilenstein. Herr Kreft, ist das so? Also würden Sie sagen, dass der Haushalt allein die Liquidität bei den Mittelständlern erhöht? Ja, er trägt auf jeden Fall dazu bei, Stabilität herzustellen. Sicherlich sind auch die Banken der jeweiligen Unternehmen gefragt, durch so eine Talsohle zu begleiten. Zum Glück ist ja Präsident Trump wieder zurückgerudert. Ja. Oder im Moment ist das erstmal auf Eis gelegt mit den US-Zöllen. Es bedarf dort sicherlich eine Anstrengung gemeinsamer Art. Sowohl die Unternehmen brauchen ein paar Rückstellungen, also müssen auch Reserven haben. Die Banken müssen das ihrige dazu tun und das Land dann auch mit Unterstützungen für Geschäftsmodelle, die auch tragfähig sind. Aber da kommen wir jetzt schon wieder über den Thüringer Rahmen hinaus. Stichwort Elektromobilität. Genau. Ist das Aber 30.000 Jobs, die daran hängen in Thüringen, allein Automobilbranche. Ja, und wir bleiben doch einfach mal bei den Thüringer Unternehmen. Wir haben nämlich einen Thüringer Unternehmer eingeladen. Herr Neudeck aus Zeulenroda. Seit 30 Jahren haben Sie einen Holzgroßhandel und einen Verpackungsbau. Sie sind Unternehmer. Waren lange in der CDU gewesen, sind eigentlich so auf einer Linie, denn demzufolge mit dem Ministerpräsidenten. Wie schätzen Sie ganz kurz die ersten 100 Tage ein, aus Ihrer Sicht? Ja, das, was die Minister von sich gegeben haben, die ersten Tage bestimmen mich ein bisschen verhalten positiv. Und jetzt müssen eigentlich Taten folgen. Da schauen wir doch gerade mal. Also wir haben ja schon mal gehört, das Vergabegesetz ist gelockert worden. Heißt, öffentliche Auftraggeber, die Stadt, kann es deutlich mehr, größere Aufträge schneller vergeben. Nützt Ihnen das was? Ja, in zweiter Linie nützt uns das was, wenn unsere Handwerker und die kleinen mittelständischen Baubetriebe dann dadurch Aufträge bekommen, dann haben wir natürlich auch noch unseren Vorteil davon. Aber die Bürokratie muss im Allgemeinen runter. Da frage ich gerade mal nach. Es gibt ja im 100-Tage-Vorhaben diesen Bürokratiemelder. Den hat die neue Landesregierung eingeführt. Und haben Sie bestimmt schon ganz viele Bürokratie-Sachen gemeldet, die Sie stören? Noch gar nicht, weil ich das erst bei dem netten Gespräch mit Ihnen letzte Woche erfahren habe. Ja, Herr Vogt, genau das ist nämlich das Problem. Bürokratiemelder gibt es. Und ich habe es von ganz vielen, mit denen ich gesprochen habe. Bürokratiemelder habe ich heute beim MDR-Radio in den Nachrichten gehört. Warum weiß das keiner? Na, wenn das MDR häufiger darüber berichtet, kriegen wir das gut in die Bevölkerung. Aber nein, alles gut. Ich glaube, das Entscheidende ist bei dem Bürokratiemelder, wir haben ja 3 Sachen gemacht. Das erste ist, wir haben die Fachverbände angefragt, also sowohl Gewerkschaften wie auch die Arbeitgeberverbände, die Handwerkskammern, die Industrie- und Handelskammern und haben gesagt, was sind eure Vorschläge, was wollt ihr abschaffen? Dokumentation, Statistikpflichten, Dinge, die wir sofort reduzieren können. Das zweite ist, wir haben einen Bürokratiemelder gemacht.
wo wir Bürger und Unternehmen eingeladen haben zu sagen, Mensch, wo stört euch was? Und das sind Sachen entstanden. Wir haben in den ersten 3 Wochen ersten 4 Wochen über 300 Meldungen bekommen. Und da stehen zum Beispiel solche Sachen drin wie für eine 3-stufige Haushaltsleiter. Hat ein Mittelständler geschrieben, aber dann später ist es uns auch von einer Arztpraxis bestätigt worden. 3-stufige Leiter, Sie müssen dokumentieren, wer diese Leiter nutzt, wie die Stufen gewartet werden und es braucht einen Leiterbeauftragten. Solche Sachen haben nichts mehr mit gesundem Menschenverstand zu tun. Und das sind die Punkte, wo wir jetzt sehr konkret rangehen und die alle versuchen, da wo wir es können, auch zu ändern. Und dann gibt es den 3. Punkt. Wir forsten gerade auf Landesebene alle Gesetze durch und alle Verordnungen, wo Doppelstrukturen sind, wo doppelte Meldepflichten sind, weil wir nur noch eines wollen. Wir wollen, dass so wenig wie möglich Bürokratie da ist und das Leben so einfach wie möglich ist. Und können Sie den Leiterbeauftragten abschaffen? Den Leiterbeauftragten kann ich leider, ich habe das alles schon durchgeprüft, kann ich leider nicht abschaffen. Das ist Arbeitsschutzrecht auf Bundesebene. Ach so. Aber Sie wissen, dass wir ja gerade einen Bundeskoalitionsvertrag verhandelt haben und da steht genau diese Überprüfung drin, weil ich nämlich möchte, dass wir das auf Bundesebene, da wo es geändert werden muss, auch machen. Und wenn ich noch eins sagen darf, ich war gestern mit allen Handwerkskammern zusammen, Handwerkertag. Und die haben uns wirklich sehr, sehr konkrete auch Vorschläge nochmal gemacht, die wir verändern wollen. Und an dem Punkt merkt man, die Leute wollen mitziehen. Die wollen genau dieses Tempo, wollen die auch mitgehen. Und dass Thüringen nicht mehr im Stillstand verharrt, sondern Dinge nach vorne bringt, das muss unser Ziel sein. Und mein Ziel ist auch, dass wir in diesem Jahr das erste Bürokratie-Rückbaugesetz in Thüringen einbringen, was diese Sachen also reduziert. Also das ist das, was jetzt noch kommen soll. Ich sag mal so, Bürokratiemelder an sich schaffen ja erstmal nicht die Bürokratie ab. Ne? Also wir müssen erstmal wissen, was die Leute überhaupt beklagen. Ich habe was völlig Verrücktes gemacht. Ich habe das mal bei Google eingegeben, Bürokratiemelder Thüringen. Wissen Sie, wo ich gelandet bin? Ich hoffe beim MDR. Nee, beim Normenkontrollrat. Ja klar, der überprüft das. Weil ehrlicherweise ist es so, den Normenkontrollrat gab es natürlich vorher auch schon. Da konnte man vorher auch schon Bürokratie melden. Sie haben es eben anders genannt. Das ist diese Neuigkeit an der Geschichte. Eine Sache, die mich auch interessiert. Da darf ich Sie gerne korrigieren, Herr Sänger. Der Normenkontrollrat hatte vorher keine bindende Wirkung. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben genau das, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, genommen und haben gesagt, wir schaffen ein zentrales Gremium aus Praktikern. Das haben wir auch geändert, aus Praktikern, die das überprüfen und die am Ende Vorschläge entwickeln, wie wir das so schnell wie möglich abbauen. Na gut, Sie haben aus dem Normenkontrollrat Ihre Wirtschaftsministerin gewonnen. Colette Boursion saß auch im Normenkontrollrat. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass wir als Wirtschaftsministerin eine Praktikerin haben, die über 30 Jahre ein Unternehmen geleitet hat und für 300 Leute verantwortlich war. Nein, ich frage mich nur, weil ich habe natürlich auch aufmerksam nochmal geschaut, zum Beispiel, ich sag mal, das Weidetagebuch ist ja so ein Riesenthema bei den Landwirten, hätte man ja auch einfach schon direkt abschaffen können. Warum sind das so, ich sag mal so, im Praxisalltag vielleicht Dinge, die man dann nicht mit einem Handstreich wegwischen kann? Weil an der Stelle gilt schon, wir wollen das in Ordnung bringen, aber wir wollen auch Betroffene zu Beteiligten machen. Wir wollen die Leute, die es betrifft, das mit denen auch rückkoppeln, mit dem Bauernverband in dem konkreten Fall reden, auch darüber sprechen, was nötig ist, weil nur so wird auch gute Politik daraus. Und ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Morgen wird im Thüringer Landtag eine Petition eingereicht zum sogenannten Flächenregister, wo landwirtschaftliche Unternehmen doppelte Meldungen vornehmen mussten. Die haben wir schon im Januar gestrichen, sodass morgen diese Petition eigentlich feststellen wird, dass diese Dinge schon erledigt sind. Und solche Sachen sehr konkret mit denen, die es wirklich wissen, mit den Fachleuten, mit den Praktikern noch anzugehen, das ist Maßstab unserer Regierung. Soweit gehört da natürlich auch, dass das Flächenregister bislang nicht bindend war, aber es ist natürlich so, dass Sie das angegangen sind, das ist keine Frage. Aber wenn wir bei Projekten sind, weil ich gerade diesen Normkontrollrat und natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal sarkastisch gesagt habe, gab es ja vorher schon, es ist ja eine große Kritik gewesen auch, dass Sie viel ankündigen oder Dinge, die jetzt, ich sag mal, vollendet werden, die schon angeschoben waren, auch in diesem 100-Tage-Programm standen. Zum Beispiel jetzt der 1. Mai, da wird die Familien-App kommen. Wenn ich das lese, was Sie natürlich auch rumschicken, dann wirkt das im ersten Moment so, als wenn Sie das auch auf den Weg gebracht haben. Was ja stimmt. Ja, das ist eine Initiative der CDU gewesen. Sie haben es aus der Opposition raus angeschoben, aber soweit gehört da eben auch, dass Rot-Rot-Grün die technische Umsetzung auch schon vorangetrieben hat. Oder die Senioren-Medien-Bildungsstrategie beispielsweise steht in Ihrer Bilanz drin. Auch ein Projekt, das Rot-Rot-Grün schon angeschoben hatte. War das so ein bisschen das Suchen nach schnellen Erfolgen? Was können wir schnell präsentieren? Nochmal, für mich geht es nicht um den schnellen Erfolg. Für mich geht es darum, dass die Veränderungen, die jetzt gerade auch schon in den Wortmeldungen andiskutiert worden sind, angefangen von Herrn Licht, dass die Alltagssorgen der Leute tatsächlich auch Maßstab unserer Politik werden. Die wünschen sich, dass Bildung funktioniert, dass der Staat funktioniert. Die wünschen sich, dass die Wirtschaft entfesselt wird. Ich will mich nicht einmischen in unsere Landesregierung, in die Wirtschaftsidee, die die Unternehmerinnen und Unternehmer in Thüringen haben, sondern wir setzen einen Rahmen, wo sie bestmöglich ihre Ideen nachgehen können. Und in der Migrationspolitik haben wir die meisten Rückmeldungen bekommen, da braucht es einen Richtungswechsel.
Richtungswechsel, um Verzeihung, der ist maximal spürbar. Okay, ich will noch einmal, Herr Kreft, ich habe Sie vorhin so unterbrochen, deswegen will ich noch einmal ganz kurz zu Ihnen zurückkommen. Sie wünschen sich, habe ich gelesen, eine Ermutigungs- und Ermöglichungskultur an Stellen, und jetzt wird es spannend, wo es bislang Erschwerungs- und Verhinderungskultur gab. Helfen Sie mir, was haben Sie damit gemeint? Na, da ist angesprochen, wenn Behörden die Gesetze anwenden. Und wir haben viele Rückmeldungen aus den Unternehmen, dass viele Behördenmitarbeiter sich unsicher fühlen und dann eher, wenn man sagen kann, genehmige ich jetzt den Antrag oder verlange ich noch weitere Unterlagen oder verwerfe ich den Antrag, sich dann lieber für die vermeintlich sichere Lösung entscheiden und den Antrag also das Verfahren noch weiter in die Länge ziehen. Ja, das kommt daher nach dem Motto, ich mache keinen Fehler, weil wenn ich einen Fehler mache als Behördenmitarbeiter, dann habe ich das Risiko, dass ich abgemahnt werde. Und wenn jetzt die Politik von oben, also ein Top-Down-Ansatz, wenn die Politik von oben, die Behördenleitungen, die verantwortlichen Ministerien sagen, ihr in den Behörden, die ihr verantwortlich seid, Projekte zu genehmigen, dann vertraut doch mal dem Unternehmer, der den Antrag stellt. Und nutzt auch Ermessensspielräume, nutzt Ausnahmetatbestände, die in den Regelungen Das verstehe ich, Herr drin Kreft. Klingt so ein bisschen nach einer Schelte für die Vorgängerregierung, denn da scheint diese Kultur ja entstanden zu sein. Das ist nicht eine dezidierte Schelte für die Vorgängerregierung, sondern es hat sich einfach eingeschliffen im System, weil es eben nicht von oben diese Ermutigung gab, Dinge auch proaktiv zu genehmigen. Ich glaube, das, was Herr Kreft ganz entscheidend anspricht, ist ein Wort, ist das Thema Vertrauen. Den Leuten nachzugehen, alles nochmal doppelt zu kontrollieren, nochmal doppelt zu dokumentieren, ist ja im Kern im Misstrauensvotum, ich vertraue Ihnen nicht, dass Sie das nicht vernünftig machen. Und das kehren wir gerade um. Wir kehren zum Beispiel bei den Förderprogrammen um, dass wir nicht jedes einzelne Förderprojekt bis ins Detail nachzählen. Wir werden nur noch Stichproben machen und dadurch sparen wir uns wahnsinnig viel an Bürokratie auch ein, weil wir sagen, wir vertrauen den Leuten, dass sie es vernünftig machen. Es ist wie im wahren Leben. 10% sind schwarze Schafe, aber muss man deswegen 100% kontrollieren. Und an der Stelle umzusteuern, das ist tatsächlich, ich sage mal, ein Mentalitätspunkt, den Sie machen. Also Ermöglichungskultur, wieder zu sagen, ich vertraue dem Handwerker, ich vertraue dem Mittelständler, dass der es ordentlich machen wird. Das wird der erste Weg sein. Und ich glaube, das ist auch ein gesellschaftliches Thema. Wir laufen durch diese Gesellschaft und ich sage mal, da ist eine Stimmung da, die muss man wieder drehen. Wir haben in Thüringen echt so viele Möglichkeiten und so viele tolle Menschen im sozialen Bereich wie in Unternehmen. Und denen Freiraum zu geben, denen Vertrauen zu spenden, das ist für mich ein zentrales Thema. Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den öffentlichen Verwaltungen. Ja, natürlich. Also was die machen übrigens zu großen Teilen einen sehr, sehr guten Job. Das muss man einfach mal sagen. Ja. Das verstehe ich auch, dass Sie das loben, weil es natürlich auch um eine, ich sag mal, Stimmung im Haus geht. Also nicht nur in der Staatskanzlei, sondern natürlich auch in den Ministerien. Wenn ich mir die Bilder anschaue, das ist was mich wirklich umtreibt, weil ich sag mal, diesen Paradigmenwechsel, den Sie natürlich qua ihrer politischen Linie vollziehen wollen, auch was die Stimmung angeht, natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Sie müssen ja mit denen arbeiten, die da sind. So, da sitzen jetzt Leute, die sind vor 10 Jahren vielleicht von Rot-Rot-Grün eingestellt worden. Jetzt kommen Sie mit dem CDU-Parteibuch und wollen eine ganz andere Politik durchboxen. Was ich mich jetzt frage ist, Sie fordern die Mitarbeiter in den Ministerien auf, macht doch mal Vorschläge für Entbürokratisierung, macht doch mal Vorschläge für dies, das und jenes. Warum sollen die Leute, die jetzt 10 Jahre lang das anders gemacht haben, plötzlich mit Ihnen mitschwimmen und sagen, ja, weil Herr Vogt das will, mache ich das jetzt? Ja, aber sehen Sie, da sitzen Sie doch vielleicht genau demselben Misstrauen auf, das ich gerade versucht habe zu kritisieren. Ich glaube, dass es viele Leute Großteil in den Strukturen gibt, in den Ministerien gibt, die Lust haben, auch Ideen umzusetzen, die auch gesehen werden wollen mit ihren Vorschlägen. Das heißt ja nicht, dass man alles übernehmen muss, aber ich finde, den Menschen zu sagen, hier, ihr habt eine Chance mit anzupacken, das spielt für mich eine große Rolle. Das gilt nicht nur für die Regierung. Die Regierung wird dieses Land nicht alleine nach vorne bringen, sondern das müssen wir als Gesellschaft tun. So, und da wieder anzusetzen, das ist für mich ein ganz großer Punkt. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, was mich am stärksten wirklich frappiert hat im Hinblick auf das Thema, wie wir als Thüringer gesehen werden. Das ist gar nicht eine politische Bewertung. Aber wenn Sie sich überlegen, wir hatten in Thüringen eine Konstellation, eine Koalition, die hat weder auf der einen politischen Seite so richtig reingepasst, noch auf der anderen politischen Seite. Das hat dazu geführt, dass wir in Berlin im Prinzip nicht auf der Landkarte waren. Sie sprechen von Isolation. Wir waren im Prinzip nicht da.
So, wir sind zwar mitgeschwommen, aber Dinge, wenn zum Beispiel Projekte, wenn es nach Thüringen gehen sollte oder Geld dafür zu gewinnen oder solche Sachen, haben alle nicht stattgefunden. Deswegen war mein erstes Ziel auch wieder, ich sag mal, in der Beziehung zu den anderen Bundesländern mit Bayern, mit Sachsen, aber eben auch mit den Ostministerpräsidenten zusammen, jetzt eine gemeinsame, sag mal, Agenda auch zu formulieren, wo Thüringen wieder mittendrin ist. Wir sind geografisch mitten in Deutschland, aber waren teilweise nicht mehr Teil dieser Erzählung. Und das wollen wir schon ändern. Und daran merken Sie, da Leute einzuladen, mitzutun, dort eben auch Vertrauen zu spenden, ist ein Teil von Politik. Ich glaube, dass Sie in Ihrem Unternehmen mit Ihrer Belegschaft doch auch vernünftig umgehen und sagen, Mensch, wenn du eine gute Idee hast, die ignoriere ich doch nicht, nur weil sie von jemandem kommt, wo ich jetzt sage, da passt mir gerade die Nase nicht, sondern so funktioniert das Leben doch nicht. Wie funktioniert denn das Leben? Wir haben ein ganz lebenspraktisches Beispiel und gehen mal von der Bundesebene auf die Kreisebene runter und gehen mal ganz gezielt zu Frau Enders, Peter Enders. Sie sind Landrätin im Ilbkreis und da gehört die Stadt Arnstadt dazu. Und uns geht es nämlich um das Thema, das viel diskutierte Thema Abschiebehaftplätze. Die entstehen ja, Entschuldigung, entstehen dann in der Justizvollzugsanstalt in Arnstadt. Das wurde diskutiert, aber damit haben Sie sich jetzt ein bisschen arrangiert. Das ist gar nicht mal Ihr größtes Problem, sondern Sie haben ja eigentlich das Problem, dass Sie es ja über die Medien, wie auch immer, erfahren haben, dass mit Ihnen gar nicht geredet wurde. Was war denn Ihre größte Kritik gewesen? Naja, eigentlich, wie gesagt, also ich halte diese Abschiebehaftanstalt, die halte ich für wichtig. Weil das ist ein richtiges Projekt, das brauchen wir auch. Also gerade Abschiebung ist ein sehr komplexes Verfahren, was also durch die Bundesbehörde gemeinsam auch mit den Ausländerbehörden geführt wird. Und es ist natürlich dann auch wichtig, wenn die Abschiebung ansteht, dass dann derjenige, der dann eben auch abgeschoben werden soll, auch angetroffen werden kann. Ja. Und das haben wir eben häufig nicht. Deshalb ist also so eine, sage ich jetzt mal, so eine Abschiebehaftanstalt wichtig. Allerdings, was mir nicht gefallen hat, und das habe ich auch sehr intensiv auch diskutiert, war, dass eben der Ilmkreis darüber keine Informationen hatte und das eben aus den Medien erfahren hat. Und deshalb gab es da also auch einen sehr, ich will es mal so bezeichnen, intensiven Austausch mit unserer Justizministerin. Gab auch einen Schlagabtausch, medialen auch noch dazu. Aber zum Schluss, muss ich Ihnen sagen, ist es also auch in einem konstruktiven Gespräch geendet. Hätte die Regierung besser auf Sie zugehen müssen? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ich denke, es muss ein gutes Zusammenspiel geben, also zwischen der Landesebene und auch der kommunalen Ebene. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, die Dinge sind ausgeräumt und ich gehe mal davon aus, dass wir auch in Zukunft, und ich habe da auch mit unserem Ministerpräsidenten darüber gesprochen, dass in Zukunft auch man hier auch gemeinsam Projekte eben auch angeht, bespricht. Und natürlich auch, ich sag mal, Vorbehalte, die wir eben auch hatten, beziehungsweise, also wir wollten ganz einfach auch als Landkreis wissen, was bedeutet das für uns. Darf ich da gerade mal nachfragen? Denn ich meine, das ist ja das Problem. Sie haben ja schon ein Gefängnis, eine Justizvollzugsanstalt. Also eigentlich sind Sie ja gewappnet und gerüstet. Warum gab es da jetzt plötzlich Diskussionen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, also wir hatten also in der Vergangenheit, gab es schon mal, gerade in der Justizvollzugsanstalt, gab es schon mal Aufnahmen, also aus der Aufnahmeeinrichtung in Suhl. Das war also noch passiert unter der alten Landesregierung. Und dort wurde mir auch gesagt, also der Landkreis hat hier keine Verantwortung, keine Aufgaben zu übernehmen. Zum Schluss war die Frage der Gerichtsbarkeit, die da stand. Es war die Frage, wie wird die medizinische Versorgung im ambulanten, im stationären Bereich entsprechend auch gemacht. Es war die Frage eben auch der Sicherheit. Und man hat sich da also sehr stark eben auch aus der Verantwortung genommen und die Verantwortung dem Landkreis zugeschoben. Ist das jetzt andersrum? Und das waren für mich eben Fragen, die ich jetzt ganz einfach auch klären wollte im Vorfeld. Das haben wir auch getan. Diese Fragen wurden auch beantwortet und wir haben auch die Verantwortlichkeiten auch geregelt und die liegen nun mal auch hier ganz klar beim Land. Da gibt es noch ein paar Dinge, die müssen wir noch ausdiskutieren, aber letztendlich, sage ich, liegen sie beim Land. Und das war mir einfach auch wichtig, dass wir das besprechen. Verhalten optimistisch. Es geht auf eine gute Arbeitsebene, wie ich das sehe. Aber wir bleiben mal beim Thema Abschiebehaftplätze. Das ist eine Frage der inneren Sicherheit und dafür ist natürlich die Polizei zuständig. Und haben wir eingeladen Mandy Koch. Sie sind Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Thüringer Polizei. Ja, wir haben es gerade von Frau Enders gehört, so richtig mitgenommen wurde der Landkreis erstmal nicht. Wie war denn das bei Ihnen, bei Ihren Polizeikollegen gewesen, gerade zu diesem Thema? Ich würde gerne, bevor ich die Frage beantworte, voranstellen, dass wir als Gewerkschaft der Polizei Thüringen
neben dem Polizeibeschäftigten des Freistaates auch den Justizvollzug vertreten, den Thüringer Justizvollzug. Und insoweit ist uns gerade bei der Thematik Abschiebehaft gibt es viele Schnittmengen, logischerweise zwischen den einzelnen Ressorts. Und es ist für uns so gewesen, dass die Justizministerin mit uns das Gespräch dazu gesucht hat. War ein sehr konstruktives Gespräch. Wir konnten da unsere Bedenken anbringen, nämlich dergestalt, dass wir sagen, man muss hier ganz genau hinschauen, welche Aufgabe denn welchem Ressort zufällt. Also per se ist es natürlich so, dass die Abschiebehaft in Zuständigkeit der Justiz liegt. Und natürlich gibt es Schnittmengen mit der Polizei. Ich denke da an die Festnahmen, dann an die Verbringung in die Anstalten und dann eben späterhin auch der Verschub Richtung Flughafen etc. Ne? Was uns auch ein wichtiges Anliegen war, ist zu sagen, wenn dort eine Aufgabe im Justizbereich hinzukommt, kann es nur folgerichtig sein und muss es folgerichtig sein, dass natürlich auch entsprechend Personal stellen, dass es dort einen Zuwachs gibt. Was nicht passieren darf, ist, dass der ohnehin schon arg gebeutelte Justizvollzug, personell gebeutelt, dort jetzt eine Aufgabe on top bekommt und da jetzt einfach noch mehr belastet ist. Bekommt er die denn? Und das natürlich wäre die Frage schon geklärt. Am Ende muss man gucken, wenn man das Projekt jetzt startet, ne, dann wird es sicherlich Übergangsregelungen geben, bis neue Kollegen da sind. Wird es sicherlich so sein, dass dort die Aufgabe erstmal temporär im Justizvollzug abgebildet wird. Und was ich auch noch sagen möchte, wenn die Polizei dort unterstützen soll, dann kann das auch nur eine temporäre Geschichte sein. Wir selber, Personaldecke auch knapp. Wie viel brauchen Sie denn? Wie viel neue Kollegen? Haben wir das schon mal ausgerechnet? Ja, da gibt es Unterschiede. Die geht direkt zurück. Also zuerst einmal möchte ich sagen, dass die Kritik auch von Frau Enders sehr berechtigt war. Und deswegen hat es auch den Dialog gegeben. Es ist mit dem Bürgermeister geredet worden, nicht mit der Landrätin. Und insofern, das hat dann sofort stattgefunden. Und es ist ja gerade geschildert worden, wir haben auch mit der Gewerkschaft dazu geredet, weil natürlich die Betroffenen auch da einbezogen werden müssen. Unser Hauptziel war, genau nach 10 Jahren, diejenigen, die straffällig geworden sind. Es gab letztes Jahr einen Brief einer Thüringer Landrätin, die gesagt hat, ich kann die gar nicht unterbringen. So, und da haben wir gesagt, das muss sich ändern. Und das werden wir jetzt machen. In dem ersten Schritt werden es ungefähr 10 Plätze werden, anstatt dann aufwachsen auf 37. Und das ist genau das, was gerade beschrieben worden ist. Wir werden in der ersten Phase gucken, dass wir sowohl Justizvollzugsbeschäftigte wie auch Polizisten damit einsetzen können. Klar ist aber auch, wir werden, das haben wir jetzt in einem Haushalt schon im ersten Schritt getan, wir haben das Geld dafür und die Stellen dafür aufgetrieben, dass das untersetzt werden kann, weil es kann nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Das ist genau das Ziel. Aber heißt, es muss auch künftig mehr Polizei ausgebildet werden? Ja, das machen wir. Oder Justiz? Das machen wir ja. Also das ist das möglich? Man muss das hier tatsächlich unterscheiden. Es ist zwar innere Sicherheit, logischerweise, aber es ist kein originäres Polizeithema. Genau, also man muss hier wirklich unterscheiden. Das ist faktisch Thema der Justiz. Deshalb, die Gespräche haben mit der Justizministerin stattgefunden und da sind wir ins Boot geholt worden. Es gibt ja im Kern ist es so, Sie dürfen da auch nur auf richterliche Anordnung untergebracht Natürlich, werden. Ja. So, Frau Koch, vielleicht ganz kurz mal, ich will noch mal einmal reinkrätschen, weil das ist ja ganz spannend, wenn Sie jetzt schon die Justizministerin ansprechen. Sie haben auch einen Wunsch an den MP adressiert. Was mich ja so umtreibt in dieser Startbilanz, da ist der Innenminister ja aufgetreten. Das ist ja Ihr Chef eigentlich und hat gesagt, Mensch, wir brauchen eine Polizeistrukturreform, 7 Landespolizeiinspektionen, das ist zu viel, das sollen jetzt 4 sein. Wie sehr freut Sie das denn, dass der in dieser Startphase mit der Strukturreform-Idee um die Ecke kommt? Da muss ich ein klein bisschen ausholen. Also originär im 100-Tage-Programm war ja das Thema Struktur erstmal nicht aufgegriffen. Es ist so, die letzte Strukturreform gab es 2012, PSR. Das ist 2016 evaluiert worden für den Polizeibereich im sogenannten Baldus-Papier. Und dort sind 64 Empfehlungen entstanden. Eine dieser 64 Empfehlungen war eben die Reduzierung von 7 auf 4. Und es ist natürlich wichtig, dass man sich die Struktur anguckt. Das war auch eine Kernforderung von uns, aber nicht nur die Struktur, sondern ganz zwingend auch
die Ablauforganisation. Welche Prozesse beschreiben wir, wie können wir die effektiv gestalten? Denn am Ende, wenn man es hart formuliert, ist, ganz kurz ist es so, dass wir eigentlich... Frau Koch, uns läuft ein bisschen die Zeit weg, deswegen, das ist eine eigene Sendung. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie sehr Sie das überrascht hat, dass das dann plötzlich wie Kerl aus der Kiste kam, ohne mit Ihnen abgesprochen gewesen zu sein. Ja, ist schwierig tatsächlich. Es ist schwierig, wenn man das Vorhaben dann so aus den Medien erfährt, weil wir sind angehört worden, unsere Anhörfrist für die Polizei, oder nicht für die Polizei, für die Gewerkschaften, ist am 31.03. abgelaufen und am 2.04. haben wir dann aus den Medien von den sehr konkreten Plänen erfahren. Und das ist... Also, stellen wir uns eine andere Zusammenarbeit vor. Ich will noch eine Frage dazu stellen. Aber ich möchte zumindest Frau Koch unterstützen. Ich glaube, der Punkt ist doch genau richtig, dass wir das in Ruhe angehen müssen. Ja. Das Zielfoto ist ja auch 2029. Also dass wir ungefähr mal wissen, worüber wir reden. Ja, das ist jetzt nicht mit Fingerschnippen. Es ist aber genau richtig, wir müssen alle an einen Tisch bringen, weil der Wunsch der Bürger ist, dass die Polizei vor Ort auf der Straße tatsächlich sichtbar ist, dass sie auch freigelenkt ist von Dingen, die sie eigentlich die sachfremde Arbeiten sind. So, und das ist, glaube ich, derselbe Wunsch, den Frau Koch hat, den wir auch anstreben. Aber es muss eben auch passen. So, der Wunsch, den wir haben, ist einfach zu sagen, die Leute, die täglich in dieser Organisation arbeiten, die möchten mitgenommen werden. Es ist wirklich eine andere Sendung, deswegen würde ich das an der Stelle gerne abbinden. Weil ich hatte es natürlich mit einem Hintergrund gefragt, der Innenminister. Und da sind wir bei der Performance des Personals. Der Innenminister tritt also mit dieser Polizeistrukturreform an die Öffentlichkeit, überrumpelt die Betroffenen. Die Justizministerin überrumpelt den Landkreis. Das hat sie nicht gemacht. Naja, also das habe ich bei Frau Enders gerade anders in Erfahrung gebracht. Was ich halt meine, ist dieses, also ich erinnere mich an den Ton vom Innenminister, der gesagt hat, hängt die Latte nicht so hoch, ihr werdet an den Erwartungen gemessen. Ich will von Ihnen gerne wissen an der Stelle, das sind ja, ich sage mal, Stockfehler, das sind keine kapitalen Fehler, das passiert sicherlich. Ist es im Prinzip durch dieses Tempo, was Sie auch vorgegeben haben, Tempo, 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 das ist ein Zitat von Ihnen, ist da schon einkalkuliert, dass Stockfehler passieren? Ja, also... Ich finde, Dinge kann man korrigieren. Und das habe ich ja gerade zugegeben, das ist ein Punkt, den muss man einfach korrigieren. Weil es ist eine Kommunikationsfrage. Aber Verzeihung, wir stehen momentan an der Startlinie zu einer Neusortierung nicht nur unserer Weltordnung, sondern wie stark wir als Wettbewerbsstandort Deutschland sind. Und da müssen wir uns jetzt entscheiden, ob Thüringen an der Seitenlinie steht oder auf dem Gaspedal. Und für mich ist schon wichtig, dass wir Gas geben. Die Bürger erwarten zu Recht, Herr Licht sagt, Mensch, kümmere dich um diese und jene Themen. Und deswegen glaube ich halt einfach, da müssen wir Druck drauf haben, damit alle wahrnehmen, wir gehen in die gleiche Richtung, weil dann kommen eben auch die Vorschläge. Dann sagt Herr Kreft was, dann sagen die Mitarbeiter etwas. Und das ist unser Ziel, einzubinden in die Diskussion und da auch mal... zu kommen. Nee, nicht in die Diskussion, in die Umsetzung, Taten folgen lassen, wurde vorhin gesagt. Und darum muss es doch gehen. Und mein Ziel ist schon, dass nach dem ersten Jahr klar sichtbar ist, dass nicht nur das, was wir in den ersten 100 Tagen schon in die richtige Richtung gesteuert haben, sondern dass es dann tatsächlich auch umsetzt und Ergebnisse gezeitigt werden. Dass Frau Fitztum mir dann vorhalten kann, Herr Vogt, Sie haben die 10% geschafft oder nicht. Das ist doch, ich will mich doch als Politik auch messen lassen. Ich finde, wissen Sie, wir sind in so einer Gesellschaft gelandet, wo jeder sich irgendwie, Verzeihung, versucht, so ein bisschen rauszuärscheln. Das kann Politik sich nicht leisten. Dafür sind die Probleme, die wir in diesem Land haben, zu massiv. Und die dann konkret auch abrechenbar zu machen, daran lasse ich mich gerne messen, aber das setzt eben dann wiederum voraus, dass wir ein bisschen Gas geben müssen. Das ist ja unwidersprochen so. Mir ging es nur um die Frage des Kommunikationsdeals und um die Frage, Herrn Tischen haben Sie auch angesprochen, ich sage mal so, es waren hunderte Eltern auf der Straße, das ist eine Situation, die wir in Thüringen lange nicht hatten, weil es um die Schulordnung ging. Also das ist ja auch noch so ein Thema, wo man natürlich noch mal trefflich drüber streiten kann. Am Ende hat es ja eine Diskussion gegeben und es hat einen Kompromiss gegeben. Insofern will ich vielleicht das Thema Kommunikationsstil an der Stelle einfach noch mal auch abbinden. Aber wenn die Ergebnisse stimmen, Herr Sänger, da sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Es geht am Ende geht es nicht nur um Kommunikation. Das müssen wir verbessern und Dinge, die dann nicht gut laufen, die muss man auch korrigieren. So ist das im Leben. Versuche ich meinen Kindern zu erklären, müssen wir auch in der Politik so machen. Aber es muss doch ums Ergebnis gehen. Und ich sage Ihnen, wir haben jetzt, ich finde, dass wir einen Haushalt haben, ist ein echter Wert an sich. Aber wir haben ein Finanzierungsloch von 1,3 Milliarden. Wissen Sie, wir werden noch viel andere Diskussionen in diesem Land führen, wenn wir ausgeglichene Haushalte haben wollen. Klar. Und ich finde, wir müssen langsam begreifen, in welcher Zeit wir leben. Hier gibt es Länder, die an uns vorbeischlittern. Deutschland ist das einzige Land, was in der Rezession ist. Und wir brauchen wir brauchen wirklich mehr Energie und mehr Zuversicht, auch für die Dinge anzugehen. Das haben wir wirklich verstanden. Das haben Sie an vielen Stellen schon auch klar gemacht. Ich verstehe das auch. Mir ging es nur darum, dass Sie natürlich, Sie sind ja auch quasi Chef dieses Kabinetts, sitzen da, kriegen die Schlagzeilen mit. Also ich nehme Ihnen nicht ab, dass Sie das kalt lässt. Wenn Sie eine Schlagzeile haben, dass Frau Enders enttäuscht ist, weil die Gewerkschaften auf den Bäumen sind, weil
Bildungsminister, Justizminister, das lässt Sie doch nicht kalt. Diese Schlagzeilen wollen Sie. Sie sind so akribisch beim Erzeugen von Schlagzeilen und wollen mir jetzt erzählen, dass das alles... Ich bin akribisch in den Ergebnissen, um die es mir geht. Und wenn ich mir anschaue, wir haben jetzt 3 Jahre eine streitbefangene Bundesregierung erlebt. Wir haben 5 Jahre Rot-Rot-Grün im Streit erlebt. Und wir haben nicht gestritten, sondern wir haben Ergebnisse produziert. Und sicherlich lasse ich mich für manche Kommunikationsfragen in Haftung nehmen. Aber Klartext ist doch, wir ändern die Richtung, Stillstand ist Schluss. Wir können ja nochmal aufs Thema Gesundheit auch gucken. War ja ein großes Thema auch in diesem 50-Tage-Programm. Kathleen, vielleicht machen wir das mit jemandem, der wahrscheinlich sehr fundiert der sich sehr gut auskennt, uns helfen kann. Wir haben alle Angst um die Krankenhäuser. Vielleicht an der Stelle, um das nochmal für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch vorwegzuschicken, die uns in Sachsen und Sachsen-Anhalt schauen. In Thüringen großes Thema natürlich, dass Krankenhausschließungen immer wieder passieren. Wir hatten natürlich Bad Frankenhausen, Schleiz, Neuhaus, Kliniken, die geschlossen worden sind. Kathleen, ich glaube, da müssen wir noch mal drüber sprechen. Da müssen wir drüber sprechen. Wir sprechen darüber mit Rainer Broniwas. Sie sind Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen. Als solcher vertreten Sie die Interessen von 42 Kliniken. Und Sie haben erstmal eigentlich gute Nachrichten bekommen. Im Landeshaushalt stehen 100 Millionen Euro für die Krankenhäuser zur Verfügung. Halleluja, ist ein Haufen Geld. Reicht das? Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich bin erstmal dankbar für die Einladung, das vorweggeschickt und dass das Thema Gesundheit heute auf der Tagesordnung ist. Ich möchte auch erstmal mit einem Dank an Mario Vogt, an die CDU, aber auch an die gesamte Brandenburger Koalition starten. Ich denke, das ist ein guter Start, dass ein Thüringer Landeshaushalt 2025 zustande gekommen ist, in sehr kooperativer Weise. Und ich bin auch sehr dankbar, und das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, als Zwischenfazit an Mario Vogt, an die CDU, aber auch an die SPD und an das BSW, dass wir gemeinsam in allen 3 Fraktionen in guten Gesprächen das Thema Gesundheit sehr weit oben auf die Tagesordnung gesetzt haben. Im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, im Interesse einer weiterhin guten Patientenversorgung in Thüringen. Heißt im Klartext, für eine gute Patientenversorgung braucht es natürlich auch entsprechende finanzielle Mittel, wie das in jedem Unternehmen der Fall ist. Die sind eingebucht, aber man muss fairerweise sagen, die 100 Millionen fallen natürlich auch nicht vom Himmel. Das ist eine gewaltige Zahl, die muss man erklären. Und die ist der Tatsache geschuldet, dass Kliniken natürlich vor ganz gewaltigen Herausforderungen stehen. Und zwar nicht nur in Thüringen, sondern im gesamten Bundesgebiet. Das hat die Reform von Herrn Lauterbach sozusagen nach sich gezogen. Das will ich auch noch mal zur Einordnung sagen, weil wenn wir hier über 100 Tage Bilanz reden, dann muss man auch im Sinne einer Fairnessregelung sagen, in 100 Tagen kann man natürlich nicht die gesamte Gesundheitsreform auf den Weg bringen. Das ist vollkommen richtig. So. Aber was Sie sagen, die Kliniken müssen umgebaut werden, dafür ist auch das Geld. Können wir ganz kurz an einem Beispiel erklären, was heißt das, eine umgebaute Klinik? Ja, das heißt im Klartext, wir haben ja einmal den ambulanten Versorgungsbereich, also wo niedergelassen tätig sind, aber auch Krankenhäuser. Wir haben dann die stationäre Versorgung, also die klassische innere Medizin, die chirurgische Versorgung. Und diese Bereiche, die verwachsen, die gehen stärker zusammen. Ja. Und damit korrespondiert auch ein geändertes Aufgabenprofil der Kliniken, auch der anderen Gesundheitsakteure. Und diesem geänderten Versorgungsprofil muss man Rechnung tragen, will man auch Rechnung tragen. Da ist die Reform des Bundes der eine Baustein, der nicht ganz geglückt ist. Das ist zwar nicht unser Thema heute, wäre aber noch mal. Wir reden über die Thüringen. Wir reden über die Thüringer Kliniken. Deswegen komme ich noch mal zurück zum Regierungsvertrag und zu Mario Vogt und dem Ansinnen. Wir haben bereits im August zusammen mit der CDU-Fraktion im Sinne einer Presseerklärung gesagt, wir möchten das Thema Gesundheit gemeinsam auf den Weg bringen. Wir waren als Experten eingeladen. Ich war heute auch bei der SPD, bei Lutz Liebscher und Frau Dr. Urban zu Gast. Und es ist Konsens. Wir brauchen natürlich eine Veränderung. Auch die Kliniken stehen dieser Veränderung offen gegenüber. Ich muss Ihnen noch mal gerade ins Wort fallen, weil wie gesagt, die Zeit ein bisschen drückt. Was heißt denn das? Also ich habe vorhin gefragt, können die Thüringer Kliniken damit gerettet werden? Kann man das so ein bisschen vielleicht pauschal sagen? Auch natürlich in veränderter Form, mit eventuell weniger Betten, mit einer Spezialisierung. Ist das für die Patienten machbar, schaffbar? Es braucht sicherlich in Teilen, gerade im ländlichen Raum, eine neue Perspektive, weil wir haben auch einen Fachkräfteengpass. Ja. Und das führt auch dazu, dass wir neue, geänderte Versorgungsmodelle brauchen. Wie eine Art vielleicht Poliklinik, wie man es früher kannte, oder ein Versorgungszentrum mit Betten. Ja? Zum Beispiel. Ja. Oder auch ambulant stationäre Versorger, die eben sozusagen ein geändertes Leistungsprofil haben. Weil wichtig ist, und das müssen wir in der Diskussion uns immer vor Augen führen, es geht ja um den Patienten. Wie stellen wir die Versorgung auch im ländlichen Raum im Sinne gleichwertiger Lebensverhältnisse sicher? Da ist der Regierungsvertrag, ich komme noch mal darauf zurück, eine gute Grundlage. Und wir sind auch schon verabredet, Herr Vogt und dass wir auch in diesen Gesprächen weitermachen. Ja, Frau Schenk ist ja morgen zum Beispiel in Gera unterwegs und wird sich da weiter mit den Kliniken weiter unterhalten. Und ich will auch noch mal als Fazit sagen, es ist ein guter Einstieg gemacht. Die finanziellen Mittel, Stichwort kritische Infrastruktur, das brauche ich, glaube ich, nicht groß zu erklären. Wir leben in geopolitisch
bewegten Zeiten sind ein gutes Invest. Und ich kann nur noch mal dafür werben, jeder hat die Corona-Pandemie, die wir vor Jahren hatten, vor Augen. Die Kliniken haben hier sehr, sehr großartige Arbeit geleistet. Es gab ein Versorgungskonzept um das Universitätsklinikum Jena herum, um alle Krankenhäuser. Man hat koordinierte Versorgung betrieben. Und das ist auch gut angelegtes Geld im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Also, Herr Ponywatz, vielen Dank. Wir halten fest, vielen Dank. Gibt es Applaus von der Seite. Wir halten fest vom Fachmann Lob für das, was in Sachen Gesundheit in diesen ersten 100 Tagen passiert ist. Vielen Dank. Ein Thema müssen wir natürlich auch noch besprechen, Herr Vogt. Die Brombeere hat in der abgelaufenen Legislaturperiode so noch nicht regiert, aber die CDU damals schon kritisiert. Sie hat nämlich gesagt, also das mit den Staatssekretären, das geht so gar nicht. Personalaufwachs wollen wir auch nicht. Jetzt vernehmen wir, dass es wieder Top-Jobs gibt. Es gibt zusätzliche Staatssekretäre, die eingestellt werden sollen. Ärgert Sie das, der Widerspruch so entstanden ist? Also einerseits einen Urausschuss zum Thema Staatssekretäre einsetzen und jetzt selber mehr einstellen? Nee, weil für mich 3 Sachen wichtig sind. Das Erste, wir haben vorher gesagt, wir wollen es mit Menschen machen, die Thüringer als ihre Heimat begreifen und Thüringer sind. Das ist überwiegend gelungen? Das ist gelungen, ja, nicht überwiegend, absolut. das ist gelungen. Genau, war noch Feststellung. Das Zweite ist, wir wollen es mit Experten machen. Wenn Sie sich jetzt mal angucken, das Bildungsministerium leitet einen Lehrer. Wenn Sie sich anschauen, wir haben in der Wirtschaft eine Frau, die vorher in der freien Wirtschaft gearbeitet Justiz, hat. eine Juristin? Eine Juristin, und ich könnte es durchbuchstabieren. Staatssekretäre ehrlicherweise auch. Und deswegen kann ich sagen, mit Experten das zu machen, die können auch auf Augenhöhe mit den Experten reden, die da sind. So, und verstehen auch die Probleme, die hier im Land existieren, weil darum geht es mir, die Themen gestellt zu bekommen. Und dann kommt der 3. Punkt. So, und da ist auch die Brücke zu suchen, jetzt zum Beispiel zum Thema Gesundheit. Wenn Sie sich anschauen, wir haben 2 riesengroße Aufgaben und da werden wir... Herr Vogt, Sekunde, nein, Herr Sänger, bitte lassen Sie mich doch bitte mal ausreden. Ich möchte Ihre Frage beantworten. Sie sind natürlich auch super geschult und machen genau das. Sie holen sich die Themen immer zurück und büchsen dann... Nein, Sie haben mich gefragt... Ich wollte von Ihnen wissen, wie dieser Widerspruch zu erklären ist, dass Sie auf der einen Seite sagen, wir wollen Personal abbauen und die Staatssekretäre sind zu viele und jetzt gibt es eigentlich mehr als vorher. Das ist meine Frage gewesen. Am Ende der Legislaturperiode wird es weniger Personal im Landesdienst gehen als am Staat. Und jetzt sage ich Ihnen, warum wir 2 einstellen, weil wir bei Digitalisierung in Deutschland letzter sind. Und deswegen wird es eine Expertin oder Expertin geben, die im Bereich der Digitalisierung Thüringen deutlich nach vorne bringen wird. Da müssen wir liefern, weil das die Erwartung der Bürger ist. Ja. Ich komme aus dem 120 Einwohnerdorf, da sind wir richtig schlecht drauf. So, und deswegen wird das ein Thema sein. Und das zweite Thema ist Gesundheit. Weil bei Gesundheit entscheidet sich die Zukunftserwartung in unserem Land. Die Frage, ob ich, egal wo ich in Thüringen lebe, tatsächlich in 20 Minuten beim Arzt oder bei der Apotheke sein kann, ob meine medizinische Versorgung gesichert ist, da braucht es einen Experten und da wird es eine Medizinerin geben. Und daran sehen Sie, wir machen es auch damit Experten. Und das wird nur für diese Phase dieser Regierung stattfinden, weil wir diesen Reformprozess, da haben wir so viel aufzuholen aus den letzten 10 Jahren, die verbeutelt worden sind. Wir haben bei dem Thema Gesundheit... Ich verstehe das schon, Herr Vogt. Nein, aber Sie müssen doch akzeptieren. Sie bereiten sich so lange auf diese Regierungsphase vor und merken dann jetzt, oh, ich brauche neue Staatssekretäre. Zur Wahrheit hätte es ja auch gehört, Sie hätten ja auch früher schon sagen können, wir werden mit den Staatssekretärsposten, die wir jetzt haben, nicht auskommen. Nein, ich lasse Sie da auch nicht, Herr Sänger, bei allem Respekt. Die Kritik im Untersuchungsausschuss war, dass Menschen eingestellt wurden, die nicht das Qualifikationsniveau hatten, um diesen Posten auszuführen. Das gibt es nicht in der Polizei, das gibt es nicht bei den Lehrern, das gibt es auch nicht in der öffentlichen Verwaltung. Aber das, was wir machen, ist, wir sagen, wir stellen Experten für den Bereich ein, wo wir jetzt echt dringenden Handlungsbedarf haben. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Das können Sie nicht in denselben Topf werfen. Darf ich gerade mal nachfragen? Jemand, der das genau beobachtet, ob zu viel Geld ausgegeben wird, ist natürlich auch der Bund der Steuerzahler. Solveig Fries, da begrüße ich Sie. Wie schätzen Sie das ein in Ihrer Funktion? Ist denn zu viel Personal eingestellt worden und auch zu teuer? Was sagt der Bund der Steuerzahler? Ja, der Bund der Steuerzahler sagt natürlich ja, weil der Bund der Steuerzahler so wie auch der Landesrechnungshof kritisiert seit Jahren, dass Thüringen zu viele Staatssekretäre hat, generell zu viele Abgeordnete, wenn man sich das Verhältnis von der Bevölkerung in Thüringen anschaut. Die immer weniger wird. Die immer weniger wird. Und da sind andere Bundesländer uns voraus. Und da hätten wir uns natürlich schon gewünscht, dass da auch auf die Meinung des Bund der Steuerzahler gehört wird und das beachtet wird. Was wäre denn so Ihre Wunschzahl gewesen? Das muss ich noch mal genau ausrechnen. Ja, gut. Okay. Haben Sie denn sonst noch Ausgaben, beziehungsweise welche Ausgaben der neuen Regierung sehen Sie da besonders kritisch? 2, 3 Beispiele, ganz kurz.
Naja, zum Beispiel also bei den 166 neuen Stellen verstehen wir den Sinn dahinter, vor allem wenn es bei der Polizei ist und auch bei der Justiz. Aber zum Beispiel bei der Polizei kann man sagen, wir haben jetzt eine große Aufrüstung erlebt, wenn man zum Beispiel bei Fußballspielen sich das anschaut. Da sehen wir viel mehr Polizeipräsenz. Wieso gehen wir da nicht zum Beispiel hin und sagen bei den Fußballclubs, diese müssen auch teilweise das übernehmen? Das würde ich mir zum Beispiel wünschen. Wäre ein wichtiger Punkt. Lars. Vielleicht für das nächste 100-Tage-Programm. Ich würde gerne eine Sache noch, vielen Dank, Frau Fries, dafür noch mal eine Sache fragen mit Blick nach vorne. Sie reagieren mit CDU, BSW, SPD, Herr Vogt. Die Startphase ist vorbei. Jetzt wird es vielleicht wieder schwierig. Am Wochenende kommt das BSW zusammen und kriegt vielleicht eine neue Landesspitze. Das heißt, ab nächste Woche sitzen vielleicht nicht mehr Herr Wolf und Frau Schütz, sondern Herr Bickel und Frau Wirsing mit Ihnen im Koalitionsausschuss. Wie sehr lässt Sie das kalt, dass da möglicherweise dann auch bei Ihrem Koalitionspartner ein Machtwechsel ansteht? Ach, ich glaube, das, was wir erlebt haben jetzt in den ersten Wochen und ersten 3,5 Monaten, ist doch, dass wir sehr konzentriert an den Themen gearbeitet haben. Und ich bin da durchaus zuversichtlich, dass die Mitglieder des BSW am Wochenende auf demokratische Art und Weise auch die richtige Entscheidung für BSW Thüringen treffen werden. Was ist, wenn es den Machtwechsel gibt? Weil es geht um unser Heimatland. Seien Sie doch nicht immer so skeptisch. Ich glaube, dass es erstmal darum gehen muss, deswegen lassen wir die Mitglieder entscheiden. Da habe ich gar nichts zu kommentieren. Und was ich Ihnen aber sagen kann, ist, diese Regierung wird konzentriert an den Themen arbeiten, die die Menschen in diesem Land beschäftigt. Egal, wer für das BSW im Koalitionsausschuss sitzt. Und wir machen das die ersten 3,5 Monate und das wird auch perspektivisch gut weiterlaufen. Na, ich bin gespannt, weil ja quasi natürlich die Pragmatiker Wolf und Schütz möglicherweise ersetzt werden durch Fundamentalisten, die vielleicht doch nicht unbedingt regieren wollen. Ja, und Sie sind so durchchoreografiert, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Sie nicht Plan B in der Schublade haben. Ich kann Ihnen wirklich sagen, dass wir nach dem Beschluss des Haushaltes alle 3 Landtagsfraktionen, CDU, BSW, SPD, zusammen auch mal eine Bratwurst auf diese große Leistung gegessen haben. Wirklich, haben wir uns zusammen an den Grill gestellt. Und das war ein Teamgefühl, das war eine Koalition, die für dieses Land was nach vorne bringen will. Und deswegen glaube ich, dass die Mitglieder das klug entscheiden werden, was die Richtung für BSW Thüringen ist. Und ansonsten konzentrieren wir uns auf das, was wirklich wichtig ist. Das, was Herr Licht angesprochen hat, gleich am Anfang. Es geht um die Themen, die die Leute als ihre Alltagssorgen begreifen. Und da müssen wir Thüringen nach vorne führen. Mario Vogt klopft sich ernsthaft auf die Schulter, weil er 600 Briefe an zukünftige Lehrer verschickt hat. Wow, das ist ja schon fast bahnbrechend. Nur zur Erinnerung, das waren nicht mal 600 individuelle Briefe, das war ein Brief, den man 599 Mal kopiert hat. Und das nach über 100 Tagen als Ministerpräsident. Das soll jetzt Politik zum Anfassen sein. Das ist maximal Bürokratie zum Einschlafen. Keine Lösung für fehlende Lehrer, kein Konzept für echte Bildungspolitik, aber Hauptsache der Drucker läuft. Und dann redet er von Erfolgen, wie ein Sportreporter nach einem verlorenen Spiel. Wir sind ins Machen gekommen. Nee, Mario, du bist ins Reden gekommen. Das Machen fehlt komplett. Kliniken, kaum was passiert. Wirtschaftsdynamik, merkt niemand. Bildung, immer noch Unterrichtsausfall. Und der Chemielehrer in Neudietendorf, Fehlanzeige. Dabei wollte er sich persönlich drum kümmern, hat er aber wohl vergessen, nachdem der Brief raus war. Die Leute sind zu Recht sauer. Sie haben gehofft, dass sich was ändert. Und was kriegen sie? Pressekonferenzen und Phrasen. Kein Wunder, dass im Chat bei Fakt ist jemand schreibt, wann wird endlich Tacheles geredet? Gute Frage. Nur leider kommt vom Vogt immer nur das Übliche. Was denkt ihr über Vogts Leistung? Hat er geliefert oder nur geredet? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Ich bin echt gespannt auf eure Meinung. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst gern ein Like da. Abonniert den Kanal und teilt es mit den Leuten, die auch mal sehen sollen, wie Politik in Thüringen wirklich läuft. Bis zum nächsten Mal. Bleibt wachsam.